Tja, Blumen. Wir schenken sie gerne als Zeichen unserer Zuneigung oder als Dank oder einfach, um jemandem eine Freude zu machen. Wusstet ihr aber, dass Blumen eine negativ geladene elektrische Spannung haben? Mensch, selbst die eigentlich positiven Dinge im Leben können sich manchmal als negativ entpuppen. Wie können wir uns davor retten? Wisst ihr, es gibt Wege. Negativität. Wir sind ja wirklich Tag aus, Tag ein damit konfrontiert. Viel mehr wahrscheinlich als in früheren Jahren, weil diese negativen Schlagzeilen von überall her uns ja laufend bombardieren, egal wo wir sind. Irgendwie kommt es überall im Radio, im Internet kommt es uns entgegen oder selbst wenn wir beim Arzt sind oder so und irgendwie eine Illustrierte schauen. Und es macht ja was mit uns. Es ist ja tatsächlich so, dass das nicht einfach spurlos an uns vorbeigeht. Es geht in uns ein und hat eine Wirkung. Kennt ihr das auch? Eine Nachricht entsetzt uns und wir scrollen immer weiter und suchen nach mehr Informationen und wollen einfach genau wissen, was da abging. Doomscrolling oder Doomsurfing nennt man das. Das ist ein englischer Begriff, der so viel bedeutet wie ein Scrollen ins Verderben. Und das Wort bezeichnet ein exzessives Konsumieren von negativen Nachrichten im Internet. Psychologen warnen davor sogar, dass diese Aufnahmen von so vielen negativen Nachrichten uns wirklich auch psychisch, auch physisch stören kann. Aber genug Negatives. Was können wir denn eigentlich tun, damit diese vielen negativen Nachrichten oder das Negative überhaupt um uns herum uns nicht so ansteckt? Oder besser gesagt, wie helfen wir der Welt ein bisschen positiver zu werden? Ja, wir können auch da wieder etwas von unseren Bienen lernen. Auch sie scheinen ja ganz interessant mit dem Negativen zu tun zu haben, auf eine andere Art und Weise. Wie wir gesagt haben, sind ja die Blumen dadurch, dass sie am Boden wachsen, negativ geladen. Und die Bienen, die laden sich positiv auf durch die Reibung, die beim Fliegen entsteht. So entsteht zwischen Bienen und Blumen ein elektrostatisches Feld. Auf diese Weise wissen die Bienen, wo es noch Nektar zu holen gibt. Denn wenn eine andere Biene bei einer Blume schon geerntet hat, ist die Blume nicht mehr negativ geladen. Was können wir jetzt davon lernen? Das Zeichen für positiv, wie wir wissen, das Plus, eigentlich ist es ja ein Kreuz. Müssten nicht wir als Christen auch diese positive Ladung haben? Ein Mehr an Hoffnung, ein Mehr an Lösung so vieler Fragen und Schwierigkeiten. Weil wir davon überzeugt sind, dass Christus letztlich alles Böse in der Welt besiegt hat. Können nicht auch wir, die wir das Zeichen Christi durch die Taufe in unserer Seele tragen, Bienendienste für die Welt tun? Wir verschließen uns nicht dem Negativen, sondern bringen es in Berührung mit dem ewig Positiven. Ja, und wie kann das dann ganz konkret gehen? Ich mache das zum Beispiel so. Ich lese betend die Nachrichten oder schaue sie mir an. Das heißt, für jeden Schicksalsschlag, den ich so in mich aufnehme, auf dem Bildschirm, Zeitung oder Internet, wo auch immer, spreche ich ein kurzes Gebet für die betroffenen Menschen. Vielleicht haben wir oft ein Gefühl von Hilflosigkeit, wenn wir so viel Schreckliches wahrnehmen. Aber das Gebet ist das Größte, was wir schenken können. Selbst wenn wir von Natur aus positiv geladen sind als Christen, so sind wir natürlich als Menschen doch, also in dieser Umgebung haben auch dieses Empfinden, dass das Negative uns auch wirklich zu schaffen macht. Die Nachrichten, aber auch negative Erfahrungen oder Menschen, die irgendwie uns negativ beeinflussen. Irgendwie brauchen wir also ein Gegengewicht, damit wir nicht auch negativ kippen und das Positive stärken. Unsere lieben Honigsammlerinnen sind uns hier ein Vorbild. Mit penibler Genauigkeit und großem Fleiß legen sie sich Vorräte an.
Und es kommt nicht nur ihnen zugute, sondern das, was sie sammeln, kommt auch uns zugute. Sie speichern eben das Gute, das sie gesammelt haben und zehren davon, wenn es mal draußen auf der Wiese nicht mehr so viel zu holen gibt. Das kostbare, flüssige Gold reicht, um vielen zu stärken. Aber was können wir davon lernen? Auch wir erleben nicht nur Schlimmes im Alltag, sondern wir erleben auch unendlich viel Schönes. Ja, in unserem Leben jeden Tag, der hat seinen Honig. Die kleinen Momente, in denen Gott zu uns spricht, durch Menschen oder auch Ereignisse, die uns seine Liebe spüren lassen. Aber wieso lässt uns das nicht ständig froh sein? Warum drückt uns manchmal doch mehr das Negative oder das Traurige? Wahrscheinlich legen wir keine richtigen Vorräte an. Das heißt, wir erleben schöne Dinge, kosten sie aber gar nicht so richtig aus. Pater Kentenich sagt dazu, dass wir vergessen das Gute, was wir erleben. Die Tretmühle des täglichen Lebens, sie lässt uns das Gute vergessen, was wir erlebt haben. Und er erzählt, wie er in einer sehr negativ geladenen Atmosphäre im Konzentrationslager Dachau seinen Mitgefangenen angeleitet hat, Vorräte des Guten anzulegen. Er sagt ja, unser Lebensbuch, das ist ein Liebesbuch Gottes. Aber wir müssen diese Wahrheit viel mehr einüben, müssen ständig die Erbarmungen und Liebeserweise Gottes nachprüfen und nachkosten, vorprüfen und vorkosten. Ja, nachprüfen und nachkosten, vorprüfen und vorkosten. Das ist die Methode, die wir ja von Pater Kentenich gelernt haben. In einer stillen Zeit, entweder am Anfang oder am Ende des Tages, den hinter uns liegenden Tag nochmal anzuschauen und den Honig daraus holen. Dem lieben Gott danken und einfach auch nochmal das Schöne an sich vorüberziehen lassen und dann auch im Hinblick auf den kommenden Tag sich zu fragen, worauf freue ich mich morgen oder heute? Was kommt alles auf mich zu und wo brauche ich richtig viel Kraft? Und wo kann ich diese Kraft auch tanken? Ja, so können wir wirklich positiv bleiben in einer negativ geladenen Welt. Und nicht nur das, wir übertragen etwas von unserer positiven Ladung auf die Welt um uns herum. Also machen wir es doch wie die Bienen. Tschüss!